fängt das Stück Krü von Charlotte Seiter an. Das Stück, mit dem ich die erste Serie meines musikalischen Online-Salons am 11. Mai beenden werde. Dieses Stück ist auch entstanden in einer engen Zusammenarbeit. Schon bevor Charlotte irgendeine Note geschrieben hatte, hat sie mich besucht und hat mir gesagt, ich soll genau das ausprobieren, mit dem das Stück losgeht. Also dieses... Zum einen wusste sie gleich schon, ich soll den Bogen dafür in die Faust nehmen und einfach dieses sehr, sehr raue, sehr ruppige Spiel wollte sie unbedingt von mir haben. Ich wusste erstmal nicht so richtig, was ich damit anfangen soll, aber gut, wir haben das probiert in verschiedene Richtungen und waren dann irgendwann an einem Punkt, wo sie sagte, ja, so ist es schön. Und so geht das Stück jetzt eben auch tatsächlich los. Dann hatten wir noch so weiter überlegt und sie hat gesagt, ja, also so soll es anfangen und dann soll es nach und nach runtergehen. Und das Problem ist aber, dass ich dann eigentlich nicht genug Platz habe. Also, weil später ich noch die nächste Seite mitstreiche, kann man das nicht höher machen und sie wollte tiefer und hat gesagt, das reicht mir nicht, der Platz. Dann habe ich gesagt, Charlotte, wenn die C-Seite, also der normal tiefste Ton, wenn es so hoch ist, dann lass mich die doch einfach einen Halbton runterstimmen. Und das fand sie eine super Idee und hat es übernommen und es ist jetzt so eigentlich ein ganz wichtiger Teil dieses Stückes geworden, dass die unterste Seite einen Halbton tiefer ist. Also so würde es normal klingen, die beiden Seiten zusammen und jetzt klingen sie eben so und in diesem Raum bewegt sich ganz viel. Charlotte schreibt dazu in den Noten an einer Stelle, die Intonation im mikrotonalen Zerreiben. Also Intonation, das heißt die richtigen Töne treffen. Mikrotonal heißt kleiner als das, was wir normalerweise als kleinsten Ton ansehen. Und da zerreiben. Und das passiert auch in dem Stück, dass man irgendwann gar nicht mehr so richtig weiß, wo man eigentlich ist. Also wenn ich diese Stelle spiele, wo das steht mit dem mikrotonalen Zerreiben, das klingt so. In diesem Bereich, der eigentlich dadurch, je länger sie ihn benutzt, desto unklarer wird er. Und da bewegt sie sich ganz lange drin und dann irgendwann kommt diese Stelle. Wo ich das erste Mal tatsächlich die neu tiefer gestimmte Cess-Seite erreiche und einen Moment lang die leere Seite spiele. Das ist natürlich, zum einen ist es einfach irgendwie klanglich spannend, sich da unten immer so zu bewegen und auch, also dieser Abstand, um den ich die Seite tiefer gestimmt habe, der wird eigentlich, je mehr man sich in diesem Zwischenraum bewegt, immer größer. Das ist jetzt mal so rein musikalisch spannend. Ich finde es auch inhaltlich spannend, dass sie so auf diesen Zwischenraum setzt. Also dass sie nicht sagt, ja, das ist der eine Ton oder das ist der andere Ton, sondern es geht genau um die Bereiche zwischen den Tönen. Und eben je mehr man ins Detail schaut, desto größer wird eigentlich dieser Raum. Also irgendwann muss man sich für dieses kleine Rutschen hier, was ich natürlich in jedem Tempo machen kann, auch noch schneller als eben. Irgendwann muss man sich richtig beeilen, dass man das noch hinkriegt, weil der Abstand sich so groß anfühlt. Einen anderen Aspekt möchte ich noch erwähnen bei dem Stück. Ich hatte das schon gesagt, ich soll den Bogen in der Faust haben. Was sich klanglich auswirkt, was sich aber auch so auswirkt, dass man eigentlich nochmal so einen direkten körperlichen Zugang hat
zum Spielen. Natürlich ist es beim Spielen ist es immer so, dass man, je mehr man den Körper hinter die Bewegungen kriegt, die man macht, desto schöner klingt es. Also wenn ich sozusagen versuche, hier nur vorne mit den Fingern zu spielen, das ist ganz wichtig, dass man das machen kann, aber für den Klang ist es immer gut, wenn man wirklich aus dem ganzen Körper spielt. Also nicht einfach hier streicht, sondern im Grunde mit dem linken Fuß anfängt, sich rüberdrückt. Und dadurch, dass der ganze Körper in Bewegung ist, ist dann irgendwann auch der Arm in Bewegung. Und das ist was man in diesem Stück wirklich auf die Spitze treiben kann. Also bei dieser Stelle hängt der Arm sozusagen nur hinten dran. Ich spiele das eigentlich ganz aus dem Körper. Also geht einen Schwung, bremse ihn wieder ab, damit ich aus dem ganz lauten, plötzlich lauten wieder im leisen lande. Ja, das macht sehr viel Spaß. Wie gesagt, es ist nichts, was man jetzt nur in diesem Stück machen müsste, aber was in diesem Stück eben eine besondere Rolle spielt. Gut, wie sich das Ganze dann zusammenfügt und wie aus dem Ganzen wirklich ein zusammenhängendes Stück wird, das gibt es dann am 11. Mai zu hören, um 19:30 Uhr als Zoom-Konferenz für alle aktiven Teilnehmer und hier bei YouTube auch als Stream. Charlotte Seiter wird da sein, wird uns über ihr Komponieren und auch über Krü berichten. Ich spiele am Anfang einen etwas längeren Ausschnitt aus dem Stück und zum Schluss spiele ich dann das ganze Werk. Es ist, wie gesagt, ich habe jetzt 5 musikalische Online-Salons schon gemacht. Das ist der letzte musikalische Online-Salon zunächst. Ich plane, das weiterzumachen, aber will es nicht einfach so fortsetzen, sondern werde wahrscheinlich im nächsten Winter dann richtig einen neuen Anlauf nehmen, eine neue Serie. Also, wer nochmal live dabei sein will, hat jetzt vorerst die letzte Chance am 11. Mai. Bis dann.